In dieser Folge schauen wir uns das Gebiet an der Saale bei Wettin an. Dort gibt es etliche Grabhügel, Menhire und eine der wenigen erhaltenen Templerkapellen in Deutschland zu sehen. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Ausgabe von Auf der Suche. Für uns beginnt die Reise heute in Wettin. Und zwar gibt es hier einen Grabhügel zu sehen. Mal gucken, ob ich den gleich finde. In meiner Navigations-App steht zwar, dass der geschlossen ist, kann ich mir aber eigentlich fast gar nicht vorstellen. Aha, nie anzunehmen, von wegen geschlossen. Der Grabhügel Wettin befindet sich am nordwestlichen Ortsrand, direkt neben einer Gartensparte. Er wurde bisher nicht untersucht, sodass keine klare Zuordnung möglich ist. Man datiert ihn also grob ins Neolithikum. Hier sieht man so ein bisschen das Innere des Spitzberges. Hatten wir ja erst in der Nähe von Landsberg. Ja, wie es aussieht, 4100 bis 2200 vor Christus. Okay. Also Balberger Kultur, die ersten möglicherweise. Oh, ist schon nett gelegen. Er wird mit einer Höhe von 1,50 Meter und einem Durchmesser von 6 Metern angegeben, doch vor Ort schien mir der Hügel größer. An dieser Stelle ist noch ein zweiter Grabhügel in der Liste der Bodendenkmäler aufgeführt. Ist auch nochmal so ein kleiner Hügel. Und da hinten ist noch der Bismarckturm zu sehen. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Wäre vielleicht ganz nett, wenn man da mal so ein bisschen rundherum filmt. So, nachdem ich noch mal ein bisschen genauer recherchiert habe jetzt hier zu den Orten, die ich besucht habe, ist mir aufgefallen, dass mir ja doch noch so ein paar Sachen durch die Lappen gegangen sind. Und zwar bin ich jetzt hier nochmal am Grabhügel in Wettin. Da drüben. Dieser kleine Hügel, da ist auch noch ein Grabhügel. Ja, warum hier auf dem Schild nicht erwähnt wird, dass das hier daneben noch ein zweiter Grabhügel ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. So, das war jetzt hier noch der zweite Grabhügel hier am Nordwestrand von Wettin. Und gleich hier in der Nähe gibt es noch den sogenannten Lobitzer Berg. Da soll wohl auch noch was vorhanden sein. Ich glaube auch noch 2 Grabhügel, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe eine Liste über Bodendenkmäler um Wettin-le-Biyun gefunden, in der an verschiedenen Stellen in der Umgebung weitere Grabhügel vermutet werden.
Die kommt allerdings nur von Wikipedia, das muss also nicht stimmen. Der Lobitzer Berg ist einer der Orte, die dort genannt werden. 2 Hügel sind an der höchsten Stelle des Berges recht auffällig. Ja, hier vorne, das könnte eventuell was sein. Und da hinten ist noch ein bisschen was Höheres zu sehen. Schauen wir jetzt mal hin. Ah. Ah. So, ich nehme mal an diese Erhebung hier vorne. Könnte das sein? Ja, und eventuell hier drüben auf der Seite noch. Schwer zu sagen. Das sind auf jeden Fall keine großen Platten hier. Wer weiß, ob das vielleicht mal irgendwie hier drüber geschichtet wurde. Aha. Hier ist das irgendwie auch mit Steinen ausgekleidet. Aha. Gut möglich, dass das eines von den Hügelgräbern ist. Wenn das hier quasi auch noch so wie ein bisschen wie gepflastert ist hier. Das sind definitiv auch Bruchsteine. Das ist nichts Modernes. Hier liegt zwar ein bisschen was Modernes rum. Ein paar Backsteine. Ja, dann war es das erstmal hier vom Lobitzer Berg. Und wir sehen uns gleich wieder am Schweizerling. Bis gleich. Ja, der Grabhügel Wettin, der liegt direkt neben so einer Gartensparte. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier dieses kleine Waldstück gefunden und da stand ein Schild hinter dem Schweizerling. Also nehme ich mal an, dass der Schweizerling dieses kleine Waldstück hier ist. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden, was aussieht wie ein Grabhügel. Hier gibt es ein paar recht auffällige Hügel. Teilweise aber eher moderne Steine. Okay, die sehen nicht ganz so modern aus. Also ich bin mir nicht sicher, aber das könnte hier schon sein, der Grabhügel. Wahnsinnig viel Steine hier, aber hier stand doch tatsächlich mal irgendwas.
Hier steht eine kleine Hexenhütte im Wald. Zu einem Grabhügel im Schweizerling konnte ich leider keinerlei Informationen finden, außer der Aussage auf dem Hinweisschild an den eben gesehenen Grabhügeln. Dort wurden bei Ausgrabungen Scherben der Schnurkeramiker gefunden, welche ihre Toten allerdings häufig in bereits vorhandenen Grabhügeln bestatteten, wodurch der Hügel anwuchs. Ich finde es einigermaßen verwunderlich, dass es zum Grabhügel im Schweizerling rein gar nichts an Informationen gibt, wenn er doch auf einem offiziellen Schild des Landesamtes für Archäologie erwähnt wird und dieser ja anscheinend zumindest teilweise ausgegraben wurde. Auch auf einer Liste der Bodendenkmäler im Kreis Wettin-le-Buyün, die ich gefunden habe, taucht dieser nicht auf. Schwer zu sagen, ob das jetzt nur Überreste waren, möglicherweise von irgendeinem Haus oder Turm oder so, der hier mal stand. Hier scheint es auf jeden Fall zum Bismarckturm hochzugehen. Ja. Schauen wir doch mal, vielleicht finde ich hier auf dem Weg noch irgendwas, was aussieht wie ein Grabhügel. Ein Reh. Das ist noch so ein interessant aussehender Hügel, aber das scheint doch eher natürlich entstanden zu sein. Und hier geht's hoch zum Bismarckturm. Naja, ich schau mal hoch. Ich sehe hier mal irgendeinen Menschen, den ich fragen kann, die was darüber wissen. Das ist aber ein netter Aufgang hier. Schönes Türmchen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das gute Stück geschlossen ist. Der Bismarckturm wurde 1905 fertiggestellt und hat eine Höhe von 21,5 Metern. Zwischenzeitlich war er als Friedensturm bekannt und alle Hinweise auf Otto von Bismarck wurden entfernt und erst im Jahr 1992 wieder angebracht. Alter Mühlstein oder so. Ja, natürlich ist hier alles aus Porphyr. Schön rot. Schade. Hätte ich gern gesehen. Ihr Deutschen fürchten Gott, sonst nichts in der Welt. Okay. Tja. Ich weiß nicht, ob der Grabhügel vielleicht sogar irgendwo hier oben war. Ja, wahrscheinlich hab ich doch nochmal irgendwie recherchieren müssen, ob ich hier vielleicht Informationen finde, wo dieses Teil zu finden ist.
Ich hätte am besten Willen keine Ahnung, wo der hier sein soll. Schade. So, wir sind jetzt hier direkt in Wettin. Und hinter mir seht ihr schon die Burganlage. Ist ziemlich gewaltig. Wollte ich mir schon ewig mal anschauen. Heute, Leute. Die Ursprünge der Burg Wettin sind ungeklärt. Die erste Erwähnung des Ortes in einer Urkunde Otto des Großen stammt aus dem Jahr 961, wo Wettin Civitas als Burgwartort erwähnt wird. Möglicherweise stand hier aber bereits zu karolingischer Zeit eine slawische Burganlage. Der Name Wettin geht wahrscheinlich auf das sorbische Wit zurück, was wohl willkommen bedeutet. Der Ort war möglicherweise das Tor vom slawischen zum deutsch besiedelten Gebiet. In der gesamten Umgebung finden sich Orte mit slawischen Namenswurzeln: Brachwitz, Gimritz, Wallwitz, Neutz und viele mehr. Das Geschlecht der Wettiner zählt zu den ältesten Geschlechtern des deutschen Hochadels und von den Grafen von Wettin stammen Herrscher etlicher deutscher und europäischer Staaten ab. So zum Beispiel Herrschaftsfamilien in Sachsen, Thüringen, Belgien, Polen, Bulgarien, Portugal und Großbritannien. Und natürlich war alles Schulgelände. Templersommer. Templerkapelle in Mücheln bei Wettin. Vielleicht schaue ich da mal vorbei. So, hier geht es jetzt noch rauf zum Aschenberg. Lamizi. Na du? Schnuffi. Geniale Aussicht. Nette Burg. Ja, dann geht es für uns jetzt weiter nach Mücheln. Bis gleich. So, wir sind jetzt in Mücheln und hier geht's zur Templerkapelle.
Die gotische Kapelle des Templerordens in Mücheln wurde wohl zwischen 1260 und 1280 erbaut. Sie gehört zu den wenigen noch existierenden Bauwerken der Templer in Deutschland. Gestiftet wurde sie wohl von den Grafen von Brena. Mehrere Mitglieder der Familie sind dem Templerorden beigetreten und so fiel zum Beispiel Friedrich II. Von Brena 1221 während des 5. Kreuzzugs in Akkon. Die erste Erwähnung der Templerkommende stammt aus dem Jahr 1270. Nach 1306 ging sie möglicherweise an einen Orden der Augustiner Chorherren, der Brüder von der Buße der Märtyrer. Auch eine Übernahme durch die Johanniter ist möglich. Belege gibt es aber wohl für keine der beiden Annahmen. Der Ordenshof wurde Priorat des Klosters St. Markus in Krakau, bis der Prior 1490 ermordet und das verwaiste Priorat vom Erzbischof Ernst von Magdeburg eingezogen wurde. Dieser verkaufte es 1502 an die Augustiner Chorherren in Halle. Nach deren Auflösung ging der Klosterhof Mücheln an den neuen Stift in Halle. Diese verkauften das Gut dann im Jahr 1534 an einen Privatmann. Es hatte danach noch verschiedene Besitzer, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg durch Enteignung der Stadt Wettin übertragen wurde.
Ja, das war hier die Templerkapelle in Mücheln. Und wir schauen jetzt mal weiter Richtung Neutz. Da soll so ein Näpfchenstein irgendwo bei so einer Kirche verbaut sein. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier in Neutz an der Dorfkirche. Und hier ist in die Mauer hier so vorm Kircheingang so ein Näpfchenstein eingearbeitet. Ist bloß ein Duplikat. Das Original ist hier direkt in der Kirche. Schauen wir uns mal an. Ein paar schöne Grabsteine. Der Näpfchenstein in Neutz ist ein Stein mit 15 kleinen Schälchen. Dieser war in eine kleine Mauer vor dem Kircheneingang eingemauert. Naja, hier ist er. Seit dem Jahr 2005 befindet sich dort eine Replik. Der Originalstein kann wohl in der Kirche gesehen werden. Wozu genau solche Schalensteine genutzt wurden, ist nicht geklärt. Man nimmt an, dass diese in der Zeit vom 13. bis zum 16. Jahrhundert geschaffen wurden und mit dem Totenkult in Verbindung stehen. So sollen diese mit Öl gefüllt und Docht versehen als Licht für die Toten gedient haben. Der Stein hat eine Länge von 73 cm, er ist 37 cm breit und 18,5 cm hoch. Das heißt, zweimal die Höhe ergibt die Breite und zweimal die Breite ergibt in etwa die Länge. Zum Stein gibt es auch eine Legende. Beim Bau der Kirche im Jahr 1305 sollen die Arbeiter auf ein brütendes Basiliskenweibchen gestoßen sein, das seine Eier in die Schälchen des Steins gelegt hatte. Das Wesen tötete daraufhin mehrere Arbeiter und auch den Pfarrer mit seinem giftigen Atem. Hier sind noch so ein paar interessante Ritzspuren, die immer wieder so in Kirchenwänden und so und in alten Steinen auftauchen. Ein Krieger hielt letztendlich dem Basiliskenweibchen einen Spiegel vor und in dem Glauben, ein Artgenosse greife sie an, hat sie in den Spiegel gebissen und verletzte sich dabei so sehr, dass das geschwächte Tier erschlagen werden konnte. In der Kirche gibt es wohl heute noch eine Inschrift Basiliski afflatu necatus, durch den Anhauch eines Basilisken getötet. Dort soll auch ein Stein mit dem Bild des Basilisken eingemauert gewesen sein. Jo. Naja. Dann geht's für uns jetzt weiter zur nächsten Station. Ich bin jetzt hier auf dem Weg von Mücheln in Richtung Döblitz. Und zwar zu den Lauchenbergen oder zumindest diese nähere Umgebung davon. Da soll es noch Grabhügel geben. An der einen Stelle wohl, ich glaube, bis zu 7 Stück oder so. Wenn nicht alles täuscht. Und irgendwelche Steine, die mit Kreuzen versehen sind. Gucken, ob wir die finden. Ist jetzt doch irgendwie wärmer als gedacht, wenn ich laufe. Muss ich mal ein bisschen frei machen.
hier scheint zumindest eine Art Trampelpfad hochzugehen. Der ist aber tiefschwarz. Was ist das hier? Ist das so eine Art Hohlweg oder ist das hier irgendwie noch ein Überbleibsel von der militärischen Nutzung des Gebiets? Ja. Also das könnte einer sein. Ich kann mal auf der Karte schauen, ob ich überhaupt in dieser schon in der Stelle bin, wo die sein soll. Ich habe das jetzt hier nochmal auf der Karte abgecheckt und hier mit der Liste der Bodendenkmäler hier in der Umgebung abgeglichen. Also es scheint so zu sein, dass das hier einer der 7 vermeintlichen Grabhügel ist. Das könnte hier noch einer sein. Und ich denke, dahinter geht es auch noch weiter. Wir schauen uns jetzt hier mal noch ein bisschen um. Ja, also wie man hier sieht, ist es definitiv eine Porphyrkuppel. Zumindest teilweise, aber es kann natürlich sein, dass das obere Stück hier doch auch mit aufgeschüttet wurde. Ich habe mir den Eindruck, als wäre hier im großen Stil der Motocross gefahren worden. Ja, hier sieht man auch Porphyr rausgucken. Ja, schwer zu sagen, ob das nur rein natürlich entstanden ist oder ob da Menschenhand im Spiel war. Ja, Hügel en masse. Aber ob das wirklich Grabhügel sind hier, so eindeutig wie der oder die 2, 3, die hier hinten waren, sehe ich auf jeden Fall erstmal nichts und auch keinen mit einer Stele oben drauf. Ja, vielleicht ist das so eine Stele, einer von diesen Steinen mit diesem Kreuz, die hier irgendwo stehen sollen, südlich der Lauchenberge. Es müsste ja theoretisch entweder irgendwo hier unten sein, hier so, oder vielleicht hier so. Ja, hier sieht auch sehr, sehr hügelig aus. Bisschen komisch. Vielleicht gehört das noch dazu. Ich versuche mich jetzt mal hier noch so ein Stückchen weiter zu bewegen auf dem Kamm. Mal schauen, ob hier noch was kommt. Ja.
Also wenigstens einen von diesen Kreuzporphyren würde ich ja gern sehen. Naja, mal gucken. Noch gebe ich nicht auf. Das ist jetzt hier so eine interessante Mulde. Auch teilweise hier, es aussieht, mit Steinen ausgekleidet ist. Das sieht doch irgendwie sehr militärisch aus. So, ich werde jetzt da drüben mal hochgehen. Gucken, ob ich da noch was Spannendes entdecke. Wenn nicht, geht's zurück zum Auto. Das sind ja auch massig kleine Hügel. Aber hier stehen teilweise auch Mauerreste und so. Ich weiß nicht, ob hier mal irgendwas stand. Und ist das eine Wüstung? Dorf? Oder ein kleiner Bauernhof oder irgendwas, was hier oben war? Ja, aber wie gesagt, hier ist nichts weiter zu entdecken. Keine Stele oder ähnliches. Oder ein Stein mit einem Kreuz. Von daher geht es jetzt zum Auto und dann nach Brachwitz. Gibt es auch noch Grabhügel zu sehen. Das sieht auch noch so interessant abgerundet aus. Auch das sieht nicht aus, als wäre da ein Stein oben drauf. Das ist nichts Größeres. Ja, aber es ist eine schöne Gegend. Ich denke, wenn hier die Vegetation ein bisschen weg ist, gucke ich nochmal her. Und dann schaue ich mal, ob ich aber noch mehr entdecke. So, ich bin jetzt hier in Brachwitz. Und hier soll irgendwo auf dem Kirschberg noch ein Grabhügel zu sehen sein. Hier geht es nach oben. Ich glaube, sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist das vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob der so direkt beschildert ist. Ja, ich hätte jetzt gerade mal nachgeschaut. Sie ist kein anderer Hügel. Und auf dem Bild, was ich gefunden habe, würde ich schon sagen, dass das dieser kleine Hügel ist, der hier, wo wir hier gerade vorbeigelaufen sind. Ja, das Hügelchen hier soll wohl der Grabhügel von Brachwitz sein. Der Grabhügel in Brachwitz am Kirschberg liegt am östlichen Ortsrand. Er dürfte einen Durchmesser von etwa 20 Metern und eine Höhe von 2 Metern haben. Informationen sind zu diesem Hügelgrab kaum zu finden.
Einer Quelle nach soll es in 20 Meter Entfernung einen weiteren Grabhügel mit ähnlichen Ausmaßen geben und es soll eine Steinkiste in der Nähe gefunden worden sein. Einen zweiten Grabhügel konnte ich hier allerdings nicht aufspüren. Boah. Angeblich soll es hier in Brachwitz 2 Grabhügel geben, die wohl etwa 20 Meter voneinander entfernt sind. Und jetzt hier so ziemlich alles abgelaufen. Ich sehe hier nichts. Interessanterweise hatte ich da sogar ein Bild gefunden, wo so ein Schild vom Landesamt für Archäologie steht. Nichts davon zu sehen. So, ich hatte jetzt noch mit jemandem gesprochen, der hier wohnt. Und der meinte, das wäre ja noch ein Stück lang hin in Richtung Felsenbühne. Hier habe ich gerade auch schon so ein kleines Schild vom Landesamt für Archäologie vorlinsen sehen. Ich irgendwie hoch. Nee. Das hier ist nur der Burgwall. Aha. Aus dem Frühmittelalter. Hier stand also mal eine Burg. Eine slawische Burg. Ah, und hier ist diese Felsenbühne. Ein Stückchen weiter Richtung Osten vom Grabhügel befinden sich oberhalb der sogenannten Felsenbühne die Überreste einer slawischen Burg. Hier sind noch die Reste eines kreisförmigen Walls zu sehen, von dem Teile abgetragen wurden, als der Bergsporn zum Steinbruch wurde. Ja, ne, schade. Der alte Burgwall, aber nichts von einem weiteren Grabhügel hier. Vielleicht muss ich auch nochmal herkommen, wenn hier der Bewuchs nicht so stark ist. Kann ich vielleicht gleich verbinden mit der Stelle an den Lauchenbergen. Na gut. Ich bin jetzt hier nochmal ein bisschen durchs Gebüsch gekrochen und habe hier zumindest eine Stelle gefunden, die auch fast noch aussieht wie ein Grabhügel, wobei ich nicht glaube, dass das der ist, der da gemeint war. Aber es ist definitiv hier ein unbewachsener Hügel und es ist an allen Seiten abschüssig. Tja. Keine Ahnung, ob das der ist. So. Dann geht es jetzt für uns weiter zum Grabhügel in Morl oder Franzigmark. Also die Ecke. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier auf der Suche nach dem Grabhügel von Morl, wobei die Ortschaft hier eher Alaune heißt. Ja, gucken wir mal, ob sich das Teil hier finden lässt im Dickicht.
Hier liegt schon mal ein dicker Stein. Ich schau einfach mal hier hoch. Das sieht recht verdächtig aus hier. Der Grabhügel von Morl bzw. Franzigmark oder auch Gut Alaune ist wohl der einzig erhaltene von 5, vielleicht sogar 7 Grabhügeln an dieser Stelle. Im Nordteil des Hügels wurde einer Quelle nach eine Steinkiste gefunden, allerdings kann ich auch hier keine weiteren Informationen dazu finden. Der Hügel ist inzwischen leider fast vollkommen überwachsen. Hier gab es übrigens im 7. oder 8. Jahrhundert eine slawische Höhensiedlung. Ja, das war der Grabhügel von Morl. Und für uns geht es jetzt weiter zur letzten Station für diese Folge, der Menhir von Morl. Ja, ich glaube, da hinten sehe ich ihn schon vorluschern. Ja, hier ist er. Der Menhir von Morl. Der Menhir steht knapp 2 Kilometer südwestlich der Ortschaft Morl auf etwas erhöhtem Gelände. Ursprünglich führte hier die alte Salzstraße entlang und an dieser sollen auch noch mehr Steine gestanden haben. Unter anderem auch Nagelsteine. Das Gelände wurde bereits seit dem Ersten Weltkrieg militärisch genutzt, später auch von Wehrmacht, NVA und Bundeswehr. 2007 wurde der Übungsplatz aufgelöst. Der Menhir besteht aus Braunkohlequarzit und hat eine lichte Höhe von etwa 1,40 Meter, ist 92 cm breit und 42 cm tief. Fast aus wie hier irgendeine quadratische Bohrung. Spannend. Hier ist noch so eine kleine Mulde. Vielleicht für Opfergaben. Ja, und Höhe, ich würde mal sagen, etwa 1,50. Und ich glaube, der steht auch noch an seinem Originalstandort. Der Menhir steht nicht mehr an seinem Originalstandort, sondern um 25 Meter versetzt. Etwa 3 Kilometer südwestlich von hier steht auch der größte Menhir der Gegend und zweitgrößte Menhir in Deutschland, die Steinerne Jungfrau in Döhlau. Auf diesem Plateau herrscht übrigens ein ganz eigenes Klima, durch das die Vegetation hier eher vergleichbar ist mit dem Mittelmeerraum oder den Steppen Osteuropas. Zur richtigen Zeit gibt es hier durchaus die eine oder andere seltene Pflanze zu sehen. Oh, soviel erstmal zur heutigen Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut.